Was für ein Scheiß. Hallo liebe Wohnmobil-Camping-Freunde. Mein Name ist Uwe von Wohnmoreisen, Violand Uwe. Heute geht es einmal um die meistverbreiteste Campingtoilette, die es gibt, die Chemietoilette. Heute geht es nicht um die Entleerung, sondern heute geht es einmal um die Pflege und die Wartung der Chemietoilette. Wir wollen euch einige Tricks und Tipps verraten zur Wartung unserer Chemietoilette. Als erstes nehmen wir unsere Toilette erst einmal aus dem Fach hier raus. Wir haben jetzt hier unser Toilettenfach auf der Beifahrerseite. Wir haben eine Tedford-Toilette und bei der Tedford-Toilette, bei unserer C260, haben wir hier einen Hebel. Den muss man leicht nach oben drücken und dann die Kassette langsam herausziehen. Wichtig ist, dass ihr den Schieberegler in der Toilette verschlossen habt, denn sonst verkantet die Toilette. Ja, unsere Toilette nehmen wir raus, stellen wir hier hin. Ja, unsere Toilette, die schaut so aus. Das ist jetzt die C250/60 von Tedford. Hier haben wir den Schieber für unsere Toilette und der Schieber ist zu beachten, der muss immer gerade sein, auch wenn wir den einführen. Deshalb habe ich für uns gesagt, Toilette immer geschlossen halten, wenn ihr die Kassette entfernt, denn sonst steht die so quer und wenn ihr die versucht rauszuziehen, bekommt ihr die nicht raus, beziehungsweise ihr zerstört hier das Getriebe, weil das hier mit Gewalt in der Arretierung festhängt. Also dran denken, immer den Schieber bei Entleerung und bei Entnahme bei der Kassette geschlossen halten. Im Laufe der Nutzung der Chemietoilette setzen sich natürlich Ablagerungen ab, vor allem Urinstein in der Campingtoilette. Der Schließmechanismus geht teilweise schwergängig oder hakt. Wir haben 2 Kassetten. Wir nehmen die Kassetten im Wechsel. Wir pflegen die Kassetten in der Regel nach 5 bis 7 Wochen. Dann machen wir die Kassetten komplett sauber und pflegen auch den Mechanismus. Jetzt zeige ich euch erst einmal, wie wir an den Mechanismus rankommen. So, unsere Tedford-Toilette, die Ersatztoilette, die haben wir hier. Hier haben wir die Toilette, die wir ständig in Verwendung haben. Hier haben wir jetzt den Schieber, der automatisch nach hinten geschoben wird, wenn wir die Kassette einschieben, beziehungsweise der wieder zugeschoben wird, wenn wir die Kassette entfernen. Das habe ich euch schon gezeigt. Das ist der Verschlussmechanismus von unserem Schieber, die Entlüftungstaste, wenn wir die Kassette entleeren. Und hier haben wir den Entleerungsstützen, das zeige ich euch nochmal. So, was viele jetzt nicht wissen, das haben wir im Video schon mal gezeigt, in einem Einbauvideo von Ersatzteilen, dass wir diesen Deckel, so wie wir ihn hier haben, einmal öffnen können. Und hier haben wir jetzt, so schaut das Ganze aus. Das ist auf den meisten Toiletten der Fall. Hier haben wir einen Pfeil, einen vollem ausgefüllten Kreis. Jetzt ist die Verriegelung geschlossen und der Deckel ist auch verriegelt. Und der Pfeil muss im Grunde genommen auf diese Stellung. Dann können wir diesen Deckel hier für uns entnehmen und kommen an die Mechanik ran und natürlich auch zum besseren Reinigen unserer Kassette. Wie ich euch das schon gezeigt habe, müsst ihr diesen Deckel ganz einfach drehen in die Richtung des Kreises. Dann könnt ihr hier den Deckel entnehmen. Hier hat man jetzt mehrere Möglichkeiten. Für euch wird es natürlich sehr schwergängig sein, wenn ihr das erste Mal öffnet. Ich mache das immer so, dass wir den Deckel auf die verkehrte Seite einschieben. Hier ganz einfach leicht gegendrücken und somit, ihr hört es, geht der Deckel in die richtige Richtung und steht jetzt hier mit dem Pfeil auf diesen Kreis. Jetzt können wir hier den Deckel erstmal entfernen und rausnehmen und wir können jetzt hier die komplette Mechanik hier rausnehmen. Natürlich haben wir jetzt hier jede Menge Urinstein. Dass sich hier kein Urinstein groß festsetzt, kommen wir zum Schluss des Videos nochmal drauf mit dem ultimativen Tipp für euch. Hier haben wir jetzt die Mechanik. Anhand von dieser Verriegelung können wir jetzt hier probieren, wie funktioniert das. Wir haben jetzt hier die Gummis drin, dann haben wir hier die Mechanik
Im letzten Video haben wir euch das mal gezeigt, dass diese Mechanik sehr anfällig ist, wenn wir diesen Schieber hier nicht auf die komplett geschlossene Stellung halten. Wie pflegen wir jetzt hier die Gummis, um die Mechanik und natürlich auch die Gummis hier ordentlich zu pflegen? Verwenden wir ein Fett, und zwar ein Wasser, Kaltwasser und Warmwasserfett. Das haben wir hier, das werden wir euch auf jeden Fall mal mit verlinken, unten in der Videobeschreibung. Ich nehme das immer hier direkt auf den Finger und tue das jetzt hier großzügig an Gummi und an alle beweglichen Teile sorgfältig einreiben. Hier oben diese ganze Geschichte und natürlich auch hier drin die Schienen hier und natürlich ganz wichtig auch das hier unten, die Mechanik für den Verschluss, für den Schieber, schön ringsrum. Das sieht jetzt ein bisschen wüst aus, aber wir machen das dann nochmal entsprechend sauber. Das legen wir jetzt erstmal beiseite. Was wir auch schmieren, hier der Schwimmer. Bei einigen ist der Schwimmer am Deckel dran montiert. Damit sich hier nichts festsetzt, schmieren wir das schön hier hinten ein. Wie gesagt, der uns anzeigt, ob die Toilette voll ist und ob die geleert werden muss. Hier haben wir jetzt nochmal das Entlüftungsventil hier unten dran. Wenn man reindrückt, dann merkt ihr, das habt ihr hier unten dran. Dichtungsgummi, den schmieren wir auch nochmal schön mit ein. Jetzt haben wir die ganze Toilette schön mit Fett hier fertig eingeschmiert. Und jetzt machen wir das Ganze natürlich ein bisschen sauber noch. So, und setzen die Klappe jetzt hier ein. Hier empfehle ich euch folgendermaßen vorzugehen. Ihr habt hier diesen Pfeil und ihr legt genau diesen Pfeil in diesen leeren Kreis auf, drückt euren Deckel ganz sanft rein und verschließt langsam euren Deckel in Richtung ausgefüllten Kreis. Und jetzt haben wir eine fest. So, jetzt ziehen wir hier unseren Deckel raus und nehmen unseren Schieber und schieben den hier rein. So, und da können wir das nochmal probieren, wie das Ganze auch funktioniert. Und jetzt gehen wir mal nach drin. Jetzt zeige ich euch mal, wie wir das drin handhaben. So, liebe Freunde, jetzt sind wir in unserem Bad. Jetzt haben wir die Kassette wieder eingeschoben. Jetzt probieren wir das Ganze mal, ob die Mechanik auch wunderbar funktioniert. An unserer Tedford-Toilette haben wir ja hier diesen Schieberegler und der muss jetzt ganz leicht, und ihr hört das, ihr hört bestimmt nichts, ganz leicht auf und zu gehen. Somit haben wir hier die erste Kassette gepflegt. Das machen wir jetzt mit der zweiten. Zum Thema Toilettenpapier, liebe Camper, liebe Wohnmobilfreunde, das Mythos, dass ihr für diese Chemietoiletten spezielles Toilettenpapier aus dem Fachhandel, Campingfachhandel braucht, wo jetzt im Schnitt 6, 7 Euro einpacken mit 6 Rollen, 8 Rollen kostet, könnt ihr vergessen, lasst es sein. Ihr könnt herkömmliches Toilettenpapier verwenden. Wir verwenden jetzt schon seit mehr als 15 Jahren in mehreren Toilettenpapier aus einer namhaften Drogeriekette, und das Toilettenpapier, das löst sich genauso hier in der Toilette auf. Wenn wir jetzt hier das große Geschäft machen, das empfehle ich hier, nehmt ganz einfach 2 Blatt und legt hier 2 Blatt in die Toilette rein, einmal über Kreuz und nochmal 2 Blatt so über Kreuz. Dann schaut das Ganze so aus. Wenn ihr jetzt hier euer großes Geschäft verrichtet, habt ihr keine Schmierereien rechts und links. Ihr drückt die Spülung und öffnet den Schieber und schon ist das Ganze verschwunden. Und ihr habt hier am Rand keine Schmierereien und somit habt ihr auch keine Probleme mit der Toilettenbürste.
Ja, liebe Camperfreunde, da wo Camping draufsteht, wird auch ein entsprechender Campingpreis verlangt. Das gleiche ist hier bei den Chemietoiletten der Zusatz. Wir nehmen hier für unsere Toilette einen ganz speziellen Zusatz und den werden wir euch mal zeigen und ihr werdet begeistert sein. Ja, wie wir wissen, ist der Chemiezusatz in den Chemietoiletten nicht dafür da, dass sich unsere Hinterlassenschaften ganz einfach zersetzen, denn das passiert automatisch von ganz allein, denn es geht nur darum, dass der Geruch, der hier bei der Zersetzung entsteht, ganz einfach verschwindet oder übertüncht wird. Wir haben jetzt hier ganz einfach schon seit Jahren nutzen wir das ganz normaler Wäscheweichspüler. Ich tue mal hier abdrücken, hier haben wir es draufstehen, Wäscheweichspüler kostet in einer großen Drogeriefachkette um die 1,29 €. So, und hier könnt ihr jetzt, je nachdem wie die Außentemperaturen sind, 3 bis 4, maximal 5 Verschlusskappen hier in eure Toilette eingießen. Wir machen das immer so, dass wir hier unsere Kappe nehmen. Wir gießen jetzt hier unseren Weichspüler ein und geben das natürlich hier oben rein. Das sind hier bei uns 2 volle solche Kappen hier und das ist vollkommen ausreichend. Und das machen wir, wenn wir unsere Toiletten ganz einfach benutzen. Und wenn der Geruch noch viel strenger ist, dann nehmt ihr halt eine Kappe mehr, dass ihr so zwischen 3 und 5 Kappen hier pro Kassette liegt. Ja, liebe Campingfreunde, jetzt noch zu unserem heiß ersehnten Tipp. Wie könnt ihr eure Chemiekassette ganz einfach pflegen, wenn ihr nicht mehr unterwegs seid, wenn euer Wohnmobil steht? Was macht ihr da mit euren Hinterlassenschaften? Ihr entleert die Kassette, manche füllen Wasser nach, manche lassen die Kassette offen stehen. Was machen wir? Wir nehmen ganz einfach hier Corega, das kennen wir. Zum Reinigen der dritten Zähne haben wir beste Erfolge damit. Hier nehmen wir für diese Kassette ungefähr 6 bis 8 Tabletten, setzen wir an mit warmem Wasser, füllen das rein, schütteln das kräftig durch und somit bildet sich in der Kassette kein Urinstein, wenn wir die Kassette stehen lassen und wir nicht unterwegs sind mit unserem Wohnmobil. Ja, liebe Campingfreunde, wenn ihr eure Kassette so pflegt und hegt, habt ihr natürlich längere Zeit Freude hier dran. Ihr benutzt die Kassette täglich. Unser Verhalten ist es so, dass wir schon seit wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind, unsere Toilette im Wohnmobil benutzen, haben wir ja schließlich auch gekauft und ihr habt es gesehen, ganz einfache Tipps und Tricks zur Erhaltung mit dem Fett und für den Geruch nehmen wir den Weichspüler und für die dauerhafte Pflege natürlich hier das Corega Tabs. Wenn euch das Video gefallen hat, empfehlt es gerne weiter an Freunde und Bekannte, sagt, hey, ich habe da was gesehen, das könnte für dich interessant sein. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr das Video teilen würdet und einen Daumen nach oben. Habt ihr weitere Ideen, Erfahrungen mit eurer Campingtoilette? Schreibt es ganz einfach unten in die Kommentare. Alle Produkte, die wir hier verwendet haben, haben wir nochmal zum Nachlesen unten in der Videobeschreibung. Wir freuen uns natürlich, euch wiederzusehen. Wir sehen uns bis dahin auf den schönsten Plätzen der Welt. Tschüss!